Uiuiui, wieder Hinterrad weg. So, machen wir mal wieder an. Das ist doch ein bisschen zu heftig. Und man sieht jetzt hier, da bei Traktionskontrolle hält sie wirklich die Spur. Ohne keine Chance, bei Schnee rutscht sofort das Hinterrad weg. Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, der Winter ist da. Wir haben heute -2 Grad, sehr freundliches Wetter und es hat geschneit. Ich nehme euch heute mal mit auf eine kurze Testfahrt mit meiner Vespa GTS, ob das bei Schnee auch funktioniert. Ich habe ja einiges an Winterausstattung dran, was ich euch gleich mal zeigen werde. Und schau einfach mal, ob das möglich ist, auch im Schnee zu fahren mit der Vespa. Ja, das ist schon doch eine Weile her, dass ich mit meiner Vespa mal im Schnee gefahren bin. Hier ist auch noch nichts geräumt, also dementsprechend natürlich glatt. Ich werde mal, bevor es jetzt hier richtig losgeht, mal einen kleinen Bremstest machen. Okay, also Hinterrad schlägt sofort ABS an, auch Traktionskontrolle setzt sofort ein, weil die Räder natürlich durchdrehen. Also bei Schneefahren würde ich jetzt einem Fahranfänger auf jeden Fall nicht raten. Das ist schon alles sehr rutschig. Auch wenn natürlich die Sicherheitsfeatures wie Traktionskontrolle und ABS ein bisschen beim Fahren helfen und davor schützen, dass man jetzt ganz doll ins Rutschen kommt. Aber mit den kleinen 12 Zoll Rädern bei Schnee, das ist schon ein gewagtes Unterfangen. Also bitte, wer Fahranfänger ist, lasst es lieber in der Garage. Und den meisten anderen wird es wahrscheinlich auch nicht so einen Spaß machen. Ist halt wirklich auch gefährlich. Aber heute geht es ja nun mal darum, einen kurzen Test zu machen, ob meine Winterausrüstung funktioniert und was taugt. Und ob man damit zur Not mit der Vespa GTS auch bei Schnee fahren kann. Also die -2 Grad merke ich bisher jetzt noch nicht so doll. Ich habe mich natürlich auch dementsprechend angezogen mit Thermounterwäsche, einer dicken Motorradhose, die eine Innenhose hat und ein Fließpulli, dicke Jacke drüber, dann geht es schon. Richtige Winterhandschuhe, auch wichtig natürlich. Die sind ein bisschen länger, haben längere Stulpen, die auch über die Jacke rübergehen. Also vor der Kälte kann man sich ganz gut schützen. Ich habe ja hier auch ein großes Windschild dran, was ich mir gekürzt habe. Was auch jetzt gerade bei Schnee, man sieht es schon, der setzt sich natürlich auf der Scheibe ab. Wenn die jetzt ganz hoch wäre, dann würde die genau ins Sichtfeld reingehen. Und das ist natürlich bei solchen Verhältnissen dann nicht so gut. Also Regen und Schnee, dann kommt es schnell dazu wahrscheinlich, dass man durch die Scheibe gar nichts mehr sieht. Aber jetzt hier so gekürzt ist es wunderbar. Unten werde ich schön geschützt vor der Kälte. Und oben kann ich trotzdem noch drüber gucken, habe also freie Sicht. Ich werde gleich kurz mal anhalten und euch mal meine Winterausstattung zeigen, was ich an meiner Vespa jetzt für diese Temperaturen und Witterungsverhältnisse angebaut habe. Also mit dem Vorderrad werde ich jetzt mal nicht so stark bremsen. Ich gucke mal. Oh ja, also da geht der Popo von der Vespa hinten schon ein bisschen quer. Jetzt beim Beschleunigen, na, man hört's, setzt sofort die Traktionskontrolle ein, weil die Räder natürlich durchdrehen. Aber auch ganz gut, weil man soll ja wirklich ganz, ganz vorsichtig fahren. Ja, so sieht meine Vespa GTS Ace also jetzt im Winter aus. Die Scheibe hatte ich ja bei der Tour schon dran, die kennt ihr schon. Das ist wie gesagt normalerweise die ganz hohe, die so bis hier oben geht. Jetzt eingekürzt, so dass ich drüber gucken kann. Die ist wirklich gut bei kalten Temperaturen, schützt ungemein, also nimmt den ganzen Fahrtwind weg. Dann habe ich hier die Tucano Urbano Thermoscoot Pro dran, eine Beindecke für die Vespa. Die ist sehr, sehr praktisch, sieht natürlich jetzt nicht so toll aus, aber darum geht es mir im Winter auch nicht. Die hält aber wirklich alles ab. Die hält die Kälte ab, die hält Regen ab. Da schlüpft man hier so richtig runter. Die ist innen drin noch gefüttert mit einem Futter, was nochmal eine Thermoisolierung hat. Hat noch so eine große Tasche hier drin. Man kommt hier über diesen Zugriff an das Schloss ran. Also die ist wirklich ganz, ganz praktisch.
Man kommt auch sehr schön mit den Beinen raus. Ich habe da schon mal ein Video gemacht drüber. Das verlinke ich euch gerne oben nochmal. Die Sitzbank ist auch geschützt. Hier ist noch so eine Sitzbankhülle drin, die kann man hier rüber machen. Also die ist wirklich ganz praktisch im Winter. Macht warm, schützt vor Regen, schützt vor Schnee, Witterungsverhältnissen. Also eine tolle Idee, sich sowas im Winter ranzubauen, wer dann auch im Winter fahren möchte. Ganz interessant ist, dass der Abluftkanal, die Schlitze, hier drunter sind. Das heißt, ich krieg's jetzt gar nicht ab. Handschuhe ausziehen. So, da drunter, da seht ihr es. Das sind die Abluftbereiche der Wasserkühlung. Und wenn der Motor dann irgendwann mal warm ist, dann kommt da natürlich warme Abluft raus. Und die geht dann genau unter die Beindecke runter, was natürlich extrem angenehm ist, weil dann hat man wie eine kleine Heizung hier in diesem unteren Bereich. Bei mir zusätzlich dran sind noch die heizbaren Griffe. Da habe ich auch schon ein Video gemacht, wie die angebaut werden. Und ich habe eine beheizte Sitzbank. So, das Allerwichtigste ist natürlich im Winter die Reifen. Weil euch nützt es nichts, wenn ihr schön vor der Kälte geschützt seid, aber wegrutscht. Ich habe hier die K66 Snowtex drauf von Heidenau. Ganz gute Reifen, starkes Profil. Das braucht man halt, damit man halt bei solchen Witterungsverhältnissen wie jetzt nicht sofort ins Rutschen kommt. Also mit Sommerreifen würde ich jetzt bei Schnee natürlich nicht fahren. Ich habe also schöne Winterreifen drauf von Heidenau. Ja, und das war es an sich schon mit der Ausrüstung. Also Scheibe, die Beindecke, Sitzheizung, Griffheizung und gute Winterreifen. Das ist das, was man auf jeden Fall drauf haben sollte, wenn man im Winter fährt. Wobei bei diesen Verhältnissen das natürlich nicht jedermanns Sache ist. Also man kann sich schützen vor Kälte und wenn es trocken ist und nur kalt ist, alles gut, dann kann man auch wunderbar fahren. Ob man jetzt bei so einem Wetter hier fahren muss, sieht wunderschön aus, aber nicht unbedingt perfektes Zweiradwetter. So zum Spaß haben, ich fahre natürlich nicht da, wo viel Verkehr ist das schon ganz witzig. Ja, also Hinterradbremse geht. Jetzt gucke ich mal, was die Vorderradbremse macht. Ja, geht auch. Man kommt natürlich vorne schneller so ein bisschen ins Rutschen. Aber es geht. Ja, also man hört es sehr gut. Die Traktionskontrolle. Das ist jetzt bei so einem Wetter wirklich gut. Ein absolutes Sicherheitsfeature, weil wenn der Reifen hinten durchdrehen würde, würde man sofort ins Rutschen kommen. Und man sieht es beim Bremsen schon sehr schön. Da geht der Popo der Vespa hinten gleich ein bisschen zur Seite. Also keine Chance, da irgendwie in einer Gefahrensituation eine Gefahrenbremsung zu machen. Also bei Schnee lieber nicht fahren. Ich mache es heute auch nur versuchsweise mal. Normalerweise fahre ich bei Schnee auch nicht. Das ist mir dann auch ein bisschen zu heftig. In einer Großstadt wie Berlin geht es natürlich irgendwann, weil die Straßen dann geräumt sind. Da ist dann zumindest auf den großen Straßen alles frei. Aber wenn man jetzt so ein bisschen außerhalb oder auf dem Land wohnt und dann über die Landstraßen fährt, das würde ich dann bei Schnee wirklich auch nicht machen. Schon gar nicht in höheren Geschwindigkeiten. Hier so ein bisschen rumdümpeln auf den Nebenstraßen, das geht dann schon mal. Aber schnell würde ich jetzt auch nicht machen. So, das ist doch mal richtiges Winter Wonderland. Die Bäume und Sträucher, alles voller Schnee. Wirklich wunderschön. Also Winter mit Schnee hat schon was. Leider nicht fürs Zweiradfahren. Aber es ist mal ein Versuch wert. Es ging ja heute nur darum, mal zu sehen, ob man es überhaupt machen könnte mit einer Vespa bei Schneeverhältnissen fahren. Und es geht, aber es ist natürlich suboptimal und natürlich auch gefährlich. Also ich würde da jedem von abraten, bei solchen Straßenverhältnissen zu fahren, wenn man es vermeiden kann. Und wenn man fährt, dann auf jeden Fall nur mit Winterreifen, bloß nicht mit Sommerreifen, dann ist es eine reine Schlitterpartie. So geht es an sich, also hier auf den Bereichen, wo es schon so ein bisschen weggefahren ist, der Schnee, ist es in Ordnung jetzt. Aber mehr als 50 möchte ich jetzt auch nicht fahren, also von daher immer schön sachte. Ja, die Saison scheint jetzt zu Ende zu gehen. Der Winter mit Schnee ist da. Ich überlege natürlich jetzt, wie geht es im nächsten Jahr weiter, mache schon meine Pläne, was auf dem Scuderia-Kanal im nächsten Jahr kommt. Und ich werde wahrscheinlich einige Touren machen.
Habe so ein paar Ziele mir rausgesucht, dass im Saisonstart zum Frühjahr ich mal ein bisschen weitere Strecken fahre. Vor kurzem bin ich ja die Strecke nach Österreich in die Alpen gefahren. Das war wirklich toll mit der Vespa, hat enorm Spaß gemacht. War nur ein bisschen kurz. Das würde ich ganz gerne mal ein bisschen länger machen, ein bisschen ausgiebiger, schönere Strecken noch raussuchen. Und das ist so mein Plan fürs nächste Jahr. Also mal ein bisschen in den Tourenbereich reingehen und ein paar Roadtrips machen mit schönen Strecken, mit der Vespa und natürlich auch mit der BMW, weil die natürlich für bestimmte Bereiche im Langstreckenbereich mit Sicherheit bequemer und besser geeignet ist. Also werde ich mir für beide mal ein paar schöne Strecken raussuchen. Wahrscheinlich Jahresanfang so ein bisschen in den Süden, damit man ein bisschen schönere Temperaturen hat. England würde mich auch sehr reizen, dass man Südengland mal macht, bis hoch nach Schottland, vielleicht noch Island. Skandinavien natürlich immer ein schönes Ziel in Europa. Und im Süden, naja klar, Italien würde sich natürlich auch mit der Vespa mal anbieten, eine schöne Italien-Tour zu machen. Und ansonsten Spanien, Portugal, also wir haben ja wirklich viele, viele Ecken in Europa, wo man schöne Touren machen kann. Und die GTS hat ja gezeigt jetzt auf der Strecke nach Österreich, dass er wirklich zuverlässig ist und man da ohne Probleme auch längere Strecken fahren kann. Ansonsten ja, wahrscheinlich kommen auch wieder ein paar Umbauprojekte. Da bin ich noch am Überlegen. Ich überlege sogar, ob ich vielleicht Ace komplett umgestalte und der eine neue Lackierung kriegt, einen neuen Style. Da bin ich noch ein bisschen am Abwägen momentan. Ich weiß, dass ihr sowas sehr gerne seht und Anregungen kriegt für Umbauten und Tuning-Maßnahmen. Aber ich versuche natürlich auch da wieder ein bisschen was euch zu zeigen. Wahrscheinlich auch wieder in Kooperation mit dem Coffee Racer, die ja regelmäßig immer sehr coole Umbauten machen. Und ich halte euch da auf dem Laufenden, werde demnächst mal mit Micha vom Coffee Racer 69 mal die Pläne abfragen, was die so machen und mal schauen, ob wir euch da wieder was Cooles vorstellen können. Eine Sache, die bei solchem Wetter natürlich extrem wichtig ist, ist die Kleidung. Und das nicht nur, um sich jetzt vor den Temperaturen zu schützen, sondern auch im Bereich des Schutzes, was die Verkehrssicherheit angeht, nämlich Protektoren an den wichtigsten Stellen. Ich weiß, dass man bei der Vespa natürlich gerne ein bisschen coolere Sachen anzieht, aber ich fahre zum Beispiel gerade so bei höheren Geschwindigkeiten nie ohne Integralhelm, finde ich eine ganz wichtige Sache. Klar, ein Jethelm sieht natürlich auf einer Vespa sehr cool aus, aber wenn ihr mal jemanden gesehen habt, der mit einem Jethelm sich auf dem Pflaster nach einem Unfall hingelegt hat, das möchte man nicht. Also von daher bin ich da eher der Verfechter eines Integralhelms. Aus Sicherheitsgründen auch, habt ihr gesehen, bei der Vespa-Tour nach Österreich habe ich wirklich richtige Motorradkleidung getragen. Mit Protektoren am Rücken, Schultern, Ellbogen. Auch die Hosen hatten Hüftprotektoren, waren spezielle Motorradhosen. Knieprotektoren natürlich. Gute Handschuhe, auch ganz wichtig. Ich sehe immer wieder Leute, die ohne Handschuhe fahren. Also ihr könnt euch mal sowas angucken im Internet, wie sowas aussieht. Selbst beim Fahrradfahren, hoher Geschwindigkeit, reicht schon, wenn man da auf den Asphalt fällt und da mal so ein bisschen lang rutscht. Gar nicht schön. Also ich plädiere da sehr für gute Schutzkleidung, auch auf einem Roller. Da gibt es auch coole Sachen, also ihr könnt euch da durchaus auch Jacken mit Protektoren holen, die sehr schick und cool aussehen und zu dem Style einer Vespa passen. Auch im Bereich von Integralhelmen gibt es wirklich gute. Die Hedon-Helme zum Beispiel, ganz, ganz tolle Helme, die auch wirklich so ein bisschen diesen Classic-Style haben und wirklich cool aussehen. Also das würde ich auf jeden Fall jedem raten. Das nicht nur bei diesen Witterungsverhältnissen hier, sondern immer gute und sichere Kleidung anziehen. So, meine kurze Ausfahrt nähert sich jetzt dem Ende. Ich werde mal wieder rein ins Warme. Also den Test hat die Vespa gut bestanden. Also jetzt bei diesen Verhältnissen hier, wenn die Schneedecke schon weggefahren ist, das geht. Klar, man hat jetzt nicht den richtigen Grip, aber man könnte darauf fahren, wenn man es unbedingt möchte.
Spaß machen tut es nicht, schön ist es auch nicht und natürlich definitiv gefährlich, denn wenn man hier jetzt auf solcher Fläche hier mal eine Vollbremsung macht, dann geht es hinten schnell weg, das Heck. Ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Adventszeit und Weihnachtszeit. Rutscht dann gut rein. Ich melde mich vielleicht noch mal zu Weihnachten und Neujahr mit einer kleinen Fahrt in Berlin über den geschmückten Kudamm. Das ist immer sehr, sehr schön in der Weihnachtszeit. Kommt natürlich jetzt ein bisschen darauf an, wie die Straßenverhältnisse sind. Weil wenn es so ist wie heute, dann mache ich das lieber nicht. Also hier, wo noch richtig Schneedecke ist. Uiuiui. Ja, das ist schon lustig. Jetzt habe ich die Traktionskontrolle an. Die kann ich ja mal spaßhalber ausmachen. So, und jetzt sieht man ganz deutlich den Unterschied mit und ohne Traktionskontrolle. Ohne Traktionskontrolle schiebt sofort das Hinterrad zur Seite weg. Ist theoretisch nicht fahrbar. Also jetzt bei Schneedecke ohne Traktionskontrolle, ich kann ja hier mal beschleunigen und dann zapp, sieht man sofort Hinterrad weg. Ich kann ja mal ein bisschen sanft machen, dann geht es natürlich wieder. Aber das ist schon ein Sicherheitsfeature, was jetzt bei Schnee, wieder Hinterrad weg. So, machen wir mal wieder an. Das ist doch ein bisschen zu heftig. Und man sieht jetzt hier, da bei Traktionskontrolle hält sie wirklich die Spur. Ohne keine Chance, bei Schnee rutscht sofort das Hinterrad weg. Meine Empfehlung wäre, lasst eure Vespa lieber in der Garage. Das Risiko, sich da irgendwie mal auf die Seite zu legen, ist doch sehr hoch. Und das wollen wir ja alle nicht. Aber es würde gehen. So, liebe Scooter-Freunde, das war's für heute. Mit der kurzen Ausfahrt mit meiner Vespa GTS bei -2 Grad und Schnee. Hat funktioniert, bin wieder unbeschadet jetzt zurückgekommen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Adventszeit. Bleibt gesund und wir sehen uns dann natürlich nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.